Aerodynamik kann man nur im Windkanal richtig messen. Und genau das ist der größte Denkfehler. In diesem Video zeige ich dir, wie du deine Aerodynamik selbst testen kannst. Draußen auf der Straße, aber mit einer Methode, die wirklich Sinn ergibt. Dazu sprechen wir zunächst einmal mit dem Aerodynamik-Experten Thorsten Frank und steigen ein wenig in die Theorie ein. Ab circa der Hälfte des Videos nehme ich euch dann mit nach draußen und dann gucken wir gemeinsam, wie das Ganze in der Praxis abläuft und wie so ein Testablauf wirklich funktioniert. Denn am Ende möchte ich testen, wie viel langsamer hier so eine Hardshell-Regenjacke ist im Vergleich zu einem Langarm-Trikot mit Windstopperfunktion. Ja, aber zunächst einmal sprechen wir mit Thorsten. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Thorsten, du bist ja hier der Aerodynamik-Experte. Du hast ja auch bereits Aerotests gemacht für Cyclide. Magst du dich ganz kurz mal vorstellen, wer du überhaupt bist? Ja, gerne. Mein Name ist Thorsten Frank. Im realen Leben bin ich promovierter Wasserwirtschaftler, habe mich mit Fluiddynamik befasst. Mein tägliches Arbeiten richtet sich allerdings mehr auf Wassermanagement, Wasserbewirtschaftung. Im Leidenschaftsbereich bin ich Radfahrer. Das mache ich schon viele Jahre, habe tatsächlich allerdings so vor rund about 15 Jahren eigentlich auch erst den Wiedereinstieg gefunden und bin tatsächlich 2014 holter-die-polter in das Bikepacking und Ultracycling gesprungen. Das war damals das Transcontinental Race Nummer 5. Ja, und diese Leidenschaft begleite ich auch schon seit jeher mit einem Blog im Internet. Und in dem Blog schreibe ich über alles, was mich interessiert. Und darunter fällt natürlich am meisten Bikepacking-Sachen, Räder, was tut sich so im Bereich Gravelbikes, was tut sich im Bereich Bikepacking-Equipment. Und ja, was macht mich schneller, beziehungsweise was bringt mich mit mehr Komfort und wenig Leistung zum nächsten Kuchen? Das ist so mein Thema. In der Szene kennt man dich so ein bisschen als der Ultracycling-Nerd. Du bist derjenige, der mit Zahlen, Daten und so weiter rumhantiert. Hast ja bereits gesagt, dass du dich mit Fluiddynamik ein bisschen auskennst, da du darin promoviert hast. Das Thema Aerodynamik ist dir ja aber auch nicht ganz fremd. Und wir kamen da drauf zu sprechen, ich glaube bei den Gravel Games auf einer Messe haben wir uns mal kennengelernt. Und da kamen wir auf das Thema Aerodynamik zu sprechen, weil ja, ich mitbekommen habe, dass du einfach für Cyclide ja auch die Aerotests gemacht hattest. Und mein erster Gedanke war, wie hast denn du das gemacht? Und dann hast du mir erzählt, oh ja, nee, Windkanal hast du gar nicht bei dir im Wohnzimmer stehen, sondern du hast das draußen gemacht. Da war ja ich erstmal total perplex, weil ich mir dachte, draußen ist das nicht komplett ungenau, weil du hast ja Bodenwellen, du hast ja auch Wind und ganz viele Einflüsse. Das verzerrt doch die Daten komplett. Und das ist aber nicht zwangsläufig so extrem, wie man sich das vorstellt. Oder kannst du uns da ein bisschen in das Thema mit reinnehmen, warum das funktioniert? Ich versuche es allerdings mal ganz einfach zu beschreiben. Wenn man sich auf dem Rad bewegt, unterliegt man unterschiedlichen Widerständen. Die möchte man überwinden. Das ist allen voran der Windwiderstand. Das ist aber auch der Rollwiderstand. Das heißt, A, wie viel Widerstand bietet der Boden und B, halt eben auch die eigenen Reifen, mit denen man unterwegs ist. Wenn man nicht auf der Ebene fährt, dann muss man auch noch vielleicht die Höhe überwinden. Das wäre dann positiv oder negativ sogar Windgeschwindigkeit, wenn man irgendwo herunterrollen kann. Und wenn man seine Geschwindigkeit ändert, also beschleunigt oder verzögert, dann steckt man auch Leistung hinein. Und das sind so Leistungsbestandteile, Widerstände, die man überwinden muss. Die möchte man als Radfahrer ja generell möglichst gering halten, um möglichst schnell oder möglichst einfach bei gleicher Geschwindigkeit voranzukommen. Wenn ich jetzt testen möchte, welcher Reifen besonders leicht rollt oder welches Equipment einen geringen Windwiderstand hat, dann kann ich das tatsächlich halt eben auch ohne Windkanal machen. Ich brauche natürlich ein paar Voraussetzungen. Ich muss die Leistung, die ich investiere, muss ich messen können. Ich brauche also ein Leistungsmesser. Dann muss ich wissen, welchen Höhenunterschied ich denn auf meiner Teststrecke zurückgelegt habe. Ich brauche also eine gute Höhenmessung. Dann sollte ich den Aspekt der Beschleunigung vermeiden, indem ich gleichmäßig meine Teststrecke befahre. Also auf jeden Fall nicht bremsen, weil das kann ich nicht messen. Beschleunigung kann ich vielleicht noch ein bisschen erfassen, aber Bremsen ist ein No-Go. Wenn ich jetzt noch einen Tag auswähle, wo der Wind keinen großen Einfluss ausübt, habe ich also wirklich nur noch diese zwei Dinge offen. Den Rollwiderstand und den Windwiderstand.
Das Schöne ist nun, dass der Windwiderstand quadratisch beziehungsweise für die Leistung auch kubisch in die entsprechenden Widerstandsformeln eingeht und dass der Rollwiderstand nur linear in die entsprechende Formel eingeht. Also entweder kann ich sagen, okay, ich setze voraus, dass ich einen Rollwiderstand kenne, dann habe ich tatsächlich nur noch den Windwiderstand. Daraufhin kann ich diese Formel sozusagen lösen. Also alle Parameter habe ich jetzt entweder gemessen oder sie fehlen mir. Also im Normalfall fehlt mir also mein Windwiderstand und mein Rollwiderstand. Und eigentlich möchte ich auch diese beiden Dinge haben. Und das kann ich draußen halt eben tun. Und wir können gleich auf eine Methode zu sprechen kommen, die uns das auch sehr schön grafisch ausarbeiten lässt, sodass wir da auch Fehlerquellen erkennen können. Ich habe mich jetzt schon mit einer Methode befasst, mit der Aerotune-Methode. Du kannst ja gleich noch die andere kurz erklären. Und bei der Aerotune-Methode ist es ja so, also es ist ja genauso, ne? Windwiderstand nimmt quadratisch bzw. kubisch zu, Rollwiderstand bleibt linear. Und man misst ja im Endeffekt jede Sekunde des Testlaufs. Das heißt, man misst die Geschwindigkeit, die Wattwerte und so weiter. Und über ein physikalisches Modell versucht man dann durch eine Parameterschätzung die ganzen einzelnen Parameter so zu kombinieren, dass die Summe der Fehlerquadrate möglichst gering ist. Das heißt, wenn der Gesamtfehler möglichst klein ist, geht die Formel einfach davon aus, dass das physikalische Modell möglichst gut zum physikalischen Modell passt. Und über die Parameterschätzung kann man dann im Prinzip Rollwiderstand und Luftwiderstand separat voneinander rausrechnen. Habe ich das grob richtig verstanden? Genau, das ist das grundlegende Prinzip dahinter. Und die Aerotune-Methode und die andere Methode, das ist die sogenannte Chang Virtual Elevation Method, also Chang, das ist der Robert Chang, der das 2012 mal in einem Paper niedergeschrieben hat. Und virtuelle Höhenmethode, das zeigt schon darauf oder weist schon darauf hin, wie das dann halt eben auch funktioniert. Aber beide setzen eigentlich die gleichen Gleichungen voraus und lösen die auch ähnlich. An den entsprechenden Gesetzmäßigkeiten kommt dann natürlich kein Modell dran vorbei. Bei der Aerotune-Methode ist es so, du brauchst halt eben eine Teststrecke. Üblicherweise ist die 1 Kilometer lang. Damit kannst du dann halt eben auch schon gut arbeiten. Du brauchst eine Beschleunigungsstrecke, damit du halt eben den Faktor Beschleunigung in der Teststrecke selbst nicht hast. Und dann wird tatsächlich nach allen Regeln der Kunst werden dann die Fehler rausgemittelt. Auch da ist es so, wenn du wiederholt eine Strecke fährst, dann wird ein ein möglichst präzises Höhenmodell dann halt eben auch der Teststrecke gebildet und daraufhin dann halt eben die Gleichung gelöst. Und bei der Chang-Methode ist es so, dass du dieses Höhenmodell auch geplottet bekommst. Wenn eine Strecke in eine Richtung ansteigt, heißt es ja, wenn du die dann auch in die Rückstrecke zurückfährst, dass du auf der anderen Seite dann halt eben auch eine Abfahrt hättest. Und das soll natürlich nicht zu steil sein, damit du gar nicht in die Versuchung kommst, bremsen zu müssen oder zu wollen. Die Höhe messe ich ja sowieso mit. Das heißt, wenn ich eine flache Strecke habe auf der Aerotune-Methode, ist das immer noch sehr genau. Das ist okay. Und wir fahren dieselbe Strecke immer hin und her. Das heißt, allein dadurch gleichen sich schon Windeffekte aus, oder? So ein bisschen. Generell ist das Finden von Teststrecken mit ein paar Randbedingungen verbunden, die es relativ schwierig machen. Also die sollte idealerweise windgeschützt sein und die sollte jetzt nicht vielleicht an den ersten 500 Metern windgeschützt sein und dann kommst du plötzlich vielleicht aus einer Baumreihe raus auf ein freies Feld und fährst dann am Ende der Strecke wieder in so eine geschützte Baumreihe rein. Das wäre blöd. Selbst bei geringem Windeinfluss hast du dann unterschiedliche Zustände. Also das sollte sein, sie sollte möglichst wenig frequentiert sein. Idealerweise ist da überhaupt keine Menschenseele unterwegs, außer nur du. Schon mal gar keine Autos, die du überholen müsstest oder die dich wiederum überholen, weil das absoluten Einfluss auf das Ergebnis haben würde. Und einen entsprechenden Testrun könnte man sowieso dann wegschmeißen und dann muss man einfach nochmal machen. Und das macht schon das Finden einer Out-and-Back-Strecke schwierig. Man muss dann einfach nur dafür Sorge tragen, dass man den Part, wo man dann halt eben aus der Strecke rausfährt, bremst, wieder wendet, wieder neu anschlägt, dass man den halt eben aus der Analyse rausnimmt. Aber dann ist das wunderbar. Und du sagst es schon richtig, allein dadurch eliminiert man schon so einen leichten Windeinfluss. Wenn der auf der Hinstrecke von rechts so ein bisschen bläst, dann bläst er auf der Rückstrecke so ein bisschen von links oder wenn man einen ganz, ganz leichten Rückenwind hätte, dann hätte man auf der anderen Seite einen leichten Gegenwind.
Und wenn man dann auch noch sich auf die nächste Wetterstation beziehen würde, und das macht zum Beispiel die Erosion-Methode allein schon, um den Parameter der Luftdichte rauszufinden, dann kann man auch so ein bisschen sehen, wie stark war der Wind an dem Tag, von welcher Richtung kam er wohl so ein bisschen. Und ich glaube, die Erosion-Methode nutzt auch noch ein bisschen diese Auskunft, um zumindest die residuale Windkraft so ein bisschen auch mit zu berücksichtigen. Mhm. Da ist aber auch viel Blackbox drin, muss ich sagen. Und das ist das Schöne an der Chang-Methode. Du siehst wirklich, was du gefahren hast, wie sich deine Parameterschätzung, also in dem Fall Windwiderstandsbeiwert oder auch Rollwiderstand, tatsächlich auf deine gefahrene Teststrecke sozusagen abbilden. Und du siehst direkt, wie gut deine Fahrt war. Und du siehst auch direkt, wenn du irgendwo einen Fehler hast oder einen Fehlereinfluss, wo der war und wie gravierend der war. Das ist das Schöne an der Chang-Methode. Die Aerotune-App, die habe ich mir schon runtergeladen Mhm. und die nimmt tatsächlich die aktuellen Wetterdaten. Die Mhm. greift aber auch auf das Thermometer im Garmin zurück, um da Mhm. nochmal die Temperatur rauszufinden. Ja. Und ich habe gesehen, die will auch auf die Beschleunigungssensoren vom Garmin zurückgreifen. Das ist ein Unterschied, ob du dich quasi in der Beschleunigung befindest und 200 Watt trittst und dann halt eben immer schneller wirst und dann eine Endgeschwindigkeit für die gegebene Leistung erreichst, oder ob du dich noch in der Beschleunigung befindest. Und das muss man sozusagen berücksichtigen. Da gehört zu beiden Methoden sowieso ein Lerneffekt dazu, nämlich das zu berücksichtigen, dass man wirklich bis zum Start der Messstrecke beschleunigt und dann wirklich gleichmäßig fährt. Man muss einfach nur mal hinreichend viele Teststrecken gefahren sein, egal ob mit Aerotune oder mit der Chang-Methode, um sehr schnell zu merken, wie groß die Variabilität in solchen Tests sind, sodass ich auch mindestens immer 3 Testruns, sagt auch Aerotune, oder sogar mehr empfehle, um wirklich auch mal die Fehlerbandbreite zu erkennen. Was schätzt du denn, wie genau ist denn so ein Test draußen, trotz aller Störeinflüsse, wenn wir jetzt davon ausgehen, wir haben einen guten Tag, wo es einigermaßen windstill ist? Ja. Wie genau kriege ich es dahin? Oh, müsste ich selber tatsächlich noch mal auf meine Werte gucken. Ich hatte mal die Fehlerquellen so ein bisschen ausgerechnet. Allein aus der Varianz her würde ich sagen, so 3, 4 Watt muss man schon so ein bisschen da berücksichtigen. Wenn ich hinreichend viele Testfahrten mit dem einen Kit mache, ob das jetzt ein spezieller Helm ist, den ich gegenüber einem anderen vergleichen möchte, oder vielleicht besagte Aerosocken, oder einfach mal den Effekt haben möchte, eine Flasche am Unterrohr, eine Trinkflasche im Rahmen am Unterrohr oder eine Trinkflasche im Rahmen am Sitzrohr, fahre ich 5-mal mit der einen und 5-mal mit der anderen. Auch wenn sich die Fehlerbandbreiten vielleicht von beiden Versuchsreihen überschneiden, werde ich ja doch einen Median rausfinden bei jeweils 5. Und da kann ich schon sozusagen auch qualitative Aussagen treffen. Also ich würde jetzt nicht damit eine Produktentwicklung betreiben können und könnte sagen, so, dieser Helm hat jetzt einen Windwiderstand von, aber ich würde sagen können, jawohl, dieser Helm ist besser sozusagen. Ob der jetzt 2 Watt besser ist oder 4 Watt, das sei dahingestellt, aber das ist im Mittel so 2 bis 4 Watt besser als der andere. Das könnte ich schon feststellen. Das heißt, man könnte gegebenenfalls einen Unterschied von 2 Watt sehen, aber man könnte diese 2 Watt jetzt nicht beziffern im Sinne von, man ist sich sicher, das sind jetzt 2 Watt. Es ist absolut gesehen, zum einen muss ich da noch anführen, ist auch immer mein Pet-Peeve, Watt sind ja auch immer abhängig von der entsprechend gefahrenen Leistung. Ja. Das heißt, man kann die Auflösungsschärfe durchaus erhöhen, Wenn indem man man schneller mehr fährt, Wumms investiert, indem man mehr Kraft quasi investiert. Das ist natürlich davon abhängig, wie leistungsfähig man selber ist, denn ich würde nicht empfehlen, mit der persönlichen FTP solche Werte zu fahren, denn du willst die ja zum Beispiel 5-mal wiederholen auch und wiederholgenau fahren. Je stärker du da nämlich arbeiten musst, umso mehr Fehlerquellen arbeitest du dann in deine Körperhaltung rein. Dann bist du nämlich nicht mehr so kontrolliert, wie wenn du jetzt im Zone 2 oder Zone 3 Bereich fährst. Wenn wir jetzt annehmen, ich hätte bei 35 km/h einen Widerstand von 10 Watt, wie genau ist dann die Zahl in Prozent ausgedrückt? Also wie groß ist der Fehler plus, minus, wie viel Prozent? Also 10 Watt auf 30, das ist schon richtig viel. Also da hast du schon eine ordentliche Änderung. Das ist quasi fast schon wie eine dicke Lenkerrolle gegenüber keiner Lenkerrolle, so nach dem Motto. Also da bist du auf jeden Fall im Auflösungsbereich. Also da hast du eine definitive Aussage. Aber da sind wir dann eher bei 2% oder bei 20% Hier bei Genauigkeit? 2%, genau. Bei 2%, ja, okay.
Das heißt, das ist so die Größenordnung, wie genau man das auflösen kann, wenn die Wattwerte groß genug sind. Das ist ja schon erstaunlich genau, ne? 2% Genauigkeit ist ja, würde man jetzt eher mit einem Windkanal in Verbindung bringen, rein intuitiv, als mit draußen fahren. Ich finde es erstaunlich, dass es draußen so genau klappt. Wie gesagt, es ist A, eine Frage der Wiederholgenauigkeit und dann halt eben auch des Vergleiches zwischen A und B. Es mag durchaus sein, wenn man, und das würde ich auch empfehlen, aber das geht schon tatsächlich und deswegen findet man das auch so wenig. Das ist echte Arbeit, die man da investiert. Also wie gesagt, von allen Randbedingungen die entsprechende Strecke finden, Testläufe wiederholen, wenn halt eben die Randbedingungen nicht gestimmt haben. Ich habe zum Beispiel eine Strecke, die ist autoverkehrsfrei, aber dafür findet sich dort manchmal ein Radpendler oder auch ein Spaziergänger mit einem Hund. Und das heißt, dann kann ich diesen Lauf quasi abbrechen. Ich kann ja nicht mit 30 oder sogar 40 km/h an dem vorbeibrettern. Dann zeigt er mir einen Vogel und dann gefährde ich halt eben auch andere Menschen sozusagen. Oder wenn ich sehe, dass in meine Teststrecke quasi ein Pendlerpärchen einfährt oder ein Rentner mit dem E-Bike, dann weiß ich, jetzt darf ich hier irgendwie 5 Minuten warten, damit der hinten die Strecke geklärt hat. Ja. Manchmal fahre ich dann in die Strecke rein und sehe ihn dann sozusagen auf der Bank sitzen und dann war es trotzdem auch für die Katze. Worauf ich aber hinaus wollte, man wiederholt das gerne am nächsten Tag nochmal. Dort könnten ja auch die Randbedingungen anders sein, Temperatur, Wind und so weiter. Und du wirst dann andere Resultate erfahren. Aber in der Größenordnung sind die dann ähnlich. Das heißt, wiederum die Differenz zwischen Vergleich A und B, was weiß ich, Reifen 1, Reifen 2 oder Tasche 1, Tasche 2, die sollte gleich sein. Dann hast du die Bestätigung, dass dein Testprotokoll valide ist und dass die Differenzen, die du herausgearbeitet hast, auch tatsächlich den wahren Differenzen entsprechen. Und das ist durchaus richtig viel wert und er ist mindestens genauso gut wie im Windkanal. Denn 2 Dinge beim Windkanal sind zu beachten. Das eine ist, gerne setzt man dort Fahrer auf das Rad, die dann eine entsprechende Position einnehmen. Und diese Position ist vielleicht vom Fahrer dann doch nicht so wirklich einnehmbar. Oder er muss wirklich gezielt daran arbeiten, kriegt dann auch Physiotraining und so weiter und so fort. Manchmal ist es aber nicht nachhaltig. Das heißt, die Position, die getestet wird, entspricht nicht der Position, mit der dieser Fahrer draußen auch wirklich fährt. Die Position, die du draußen mit dem Aerotune-Test oder mit der Chang-Methode fährst, auch da muss man sich reinfuchsen und so weiter, aber die entspricht sehr viel mehr deinem tatsächlichen Fahren, wie du auch wirklich fährst. Du bist ja dann nicht stabil eingespannt und pedalierst vielleicht, sondern du fährst wirklich so, wie du normal fahren würdest. Und das ist schon mal viel wert. Das Zweite ist, im Windkanal wird zwar dort, wo auch Menschen bei den Tests involviert sind, mit Positionshilfen, also dort sieht man Screens, es werden teilweise Laser auch auf dem Boden, auf den Fahrer projiziert, sodass der Fahrer immer auch dieselbe Haltung einnehmen kann. Schulterhöhe, Schulterbreite, wie auch immer, was er da eben tut. Und trotz dieser Unterstützung ist es so, also ich habe da mal Einblick in ein unveröffentlichtes Paper nehmen dürfen, ich glaube von der Uni Eindhoven. Die Wiederholgenauigkeit von Fahrern im Windkanal, die ist zwischen sehr gut bis hin zu absolut katastrophal. Also selbst Profi-Radfahrer, die sich im Windkanal Tests dann halt eben auch unterziehen, wenn die sich heute draufsetzen oder in einer Stunde oder morgen wieder draufsetzen, hat mit dem Vortest meistens oder oftmals nichts sehr viel zu tun. Also da gibt es gibt sehr gute Fahrer, die das sehr gut können, da sind die Unterschiede gering. Und es gibt Fahrer, die das absolut nicht im Blut haben und da trotz Positionierungshilfen. Also das sagt zum einen, dass du draußen, also dass viele Tests, die du draußen fährst, für den realen Einsatzfall doch sehr viel hilfreicher sind als im Windkanal. Wohingegen du im Windkanal natürlich sehr viel besser absolute Tests machen kannst und Produktentwicklung machen kannst und auch wirklich den Unterschied herauskitzeln kannst zwischen Felge A und Felge B zum Beispiel. Ja. Aber dafür ist das besser. Das heißt, man kann jetzt nicht sagen, dass der Windkanal besser ist als draußen testen, sondern die Einsatzzwecke sind andere. Richtig. Sprich, eine höhere Auflösung im Windkanal. Das heißt, da kann ich rausfinden, ist Reißverschluss A oder Reißverschluss B besser. Und draußen ist es dann einfach das realistischere Gesamtergebnis, weil ich vielleicht noch Ausgleichsbewegungen beim Lenken habe, rotierende Räder und so weiter. Das heißt, das ist näher an der Realität. Ne? So ist es. Und da kommt vielleicht unser allerbeliebtes Thema Rollwiderstand und Reifentests auch noch hinzu, gerade wenn wir auf Gravel unterwegs sind oder Offroad, weil da ist der Reifen ja nochmal ein größeres Thema als auf der Straße.
Und natürlich gibt es mittlerweile solche Testrigs wie das Silverstone Efficiency Lab. Das heißt, müsst ihr nochmal nachgucken, wie das heißt, die ja dann auch gleichzeitig unterschiedliche Untergründe simulieren können auf einem Rad, auf dem ein Fahrer sozusagen auf diesem Teststand fährt. Aber im Windkanal kannst du halt eben normalerweise keinen Rollwiderstand halt eben auch testen. Mit der Chang-Methode kannst du aber sehr gut draußen auch den Rollwiderstand halt eben auch testen. Und manchmal ist das auch sogar auch der alleinige Sinn und Zweck dieser Chang-Methode. Und dann kannst du natürlich auch sehr schön unterschiedliche Reifen testen, ohne halt eben, oder du weißt genau, dass das dann halt eben, was du löst, wirklich der Rollwiderstand vom Reifen ist, ohne zu sagen so, ich habe jetzt diese beliebten Roll-Down-Tests gemacht oder ich bin 3-mal diese Runde gefahren, irgendeine x-beliebige Runde und habe versucht, immer 200 Watt zu fahren. Und dann stoppst du die Zeit dieser Runde. Ist valide, taugt aber nur was, wenn es wirklich windstill war, wenn der Fahrer weiß, was er tut, also auch wirklich weiß, welchen Einfluss unterschiedliche Haltungen haben können und nicht so, ja, ich habe doch immer Offenlenker, ich bin immer Oberlenkerhaltung gefahren. Das ist noch nicht gleiche Haltung und was unterschiedliche Temperaturen und was unterschiedliche Linienwahl angeht. Und das kannst du alles umgehen, indem du die Chang-Methode verwendest, weil du da wirklich dann auch herausarbeiten kannst, Rollwiderstand oder Luftwiderstand, also Windwiderstand, genau. Ich würde jetzt dennoch mit der Aero-Tune-Methode weitermachen, aus Gerne. folgendem Grund. Die Auswertung ist einfach einfacher, weil man macht das über die App und der rechnet im Prinzip alles automatisch aus. Das heißt, das ist simpler in der Auswertung und das können dann vielleicht die Zuschauer auch leichter nachmachen. Ja, tatsächlich das Strecke raussuchen war das Komplizierte. Ich habe aber 30 Kilometer entfernt von mir wirklich was gefunden, wo es keine Radfahrer gibt. Wenn man früh morgens hingeht, auch keine Spaziergänger mit Hund. Mittags kann es schwierig sein, aber es ist auch komplett gleichmäßig, windgeschützt, also keine Ausreißer. Das müsste, ich glaube, das funktioniert da ganz gut. Ist auch eine gerade Strecke, 2 Kilometer, gleicher Untergrund. Dann hat man auch noch Platz zum Beschleunigen. Wenn ich da jetzt gleich hinfahre, hast du noch Tipps für mich, außer jetzt die Sachen, die auf der Homepage draufstehen? Ich habe gesehen, ich brauche noch eine Personenwaage, weil ich mich ja wiegen muss vor jedem Testlauf. Aber das ist so die typische Anleitung, die ja sowieso auf der Homepage steht von Fast.io. Hast du darüber hinaus noch 2, 3 Tipps? Ja, tatsächlich ist es so, dass du die Reifen auch ein bisschen warm fahren solltest, kein Witz. Reifentemperatur hat Einfluss auf den Rollwiderstand. Damit tatsächlich auch, wenn du früh morgens anfängst und die Strecke vielleicht noch im Schatten ist oder es ist kühl und dann halt eben auch mittags endest. Das heißt, da müsste man auch drauf achten. Idealerweise macht man das über einen Zeitraum des Tages hinweg, wo die Temperaturen dann auch länger konstant sind und auch die Sonneneinstrahlung konstant ist, einfach um alle Randbedingungen konstant zu halten. Das Gleiche gilt dann halt eben auch für die Kleidung. Also es wäre fatal, aber ich glaube, das ist selbsterklärend, wenn du morgens eingemummelt mit der Jacke da startest und dann steigen die Temperaturen, du bist aber immer noch fleißig am Testen und ziehst dann die Jacke aus. Also es muss auf jeden Fall immer das Gleiche sein. Auch wichtig, wenn man das über 2 Tage erstreckt, dann auch tatsächlich wieder mit der gleichen Kleidung ankommen. Wirklich auf die Körperhaltung achten und da mal versuchen, auch mal Unterschiede in der Körperhaltung beizuführen und dann zu schauen, wie wirkt es sich aus auf die Aero-Tune-Ergebnisse. Genau. Okay, also Aerobar habe ich auf jeden Fall dabei. Die Kleidung werde ich tauschen, weil ich möchte mal testen, wie viel die Regenjacke ausmacht, was das für ein Wattunterschied ist. Ja, ich danke dir vielmals für das Gespräch und ich würde sagen, ich schmeiß mich jetzt aufs Rad und teste mal, wie das Ganze in der Praxis funktioniert. Ich danke dir. Viel Spaß und viel Erfolg. Gerne. Danke, ciao, ciao. Tschüss, tschüss. So, ich mache mich jetzt mal auf den Weg zum Testfeld. Und das sind jetzt ungefähr 30 Kilometer von mir zu Hause entfernt. Es ist ein sehr windstiller Tag. 2 km/h Seitenwind haben wir nur. Das ist eigentlich perfekt. Und ja, die Strecke, die ich mir rausgesucht habe, ist auch wenig befahren. Also eine gute Wegequalität und wenig befahren. Ich habe mir extra nochmal die Heatmap angeguckt auf Komoot. Und da ist sehr wenig los. Jetzt ist es auch unter der Woche. Ja, relativ früh. Ich denke, da ist nicht besonders viel Verkehr. Weil wenn mir ein Radfahrer entgegenkommen sollte, dann kann ich von vorne anfangen. Was muss man sonst noch beachten, wenn man so einen Aerotest macht? Als erstes braucht man die möglichst hohe Genauigkeit.
Das heißt, ich habe in meinem Garmin jetzt auch Multifrequenz eingeschaltet mit 1-Sekunden-Messung, also wirklich die maximale Genauigkeit im Garmin. Die alleine reicht aber noch nicht. Man braucht natürlich noch einen Speed-Sensor, weil die GPS-Genauigkeit, also wie gesagt, kleine Unterschiede in der Geschwindigkeit, kleine Abweichungen, sorgen dann einfach für Ungenauigkeiten, die dazu führen, dass der Test nicht wirklich brauchbar ist. Also ein Speed-Sensor ist schon mal Pflicht. Darüber hinaus brauchen wir Aerobars, damit ich quasi hier in der Position immer konstant bin. Das heißt, ich bin hier, bewege meinen Kopf nicht, merke mir die Augenposition und auf die Art und Weise ist sichergestellt, dass ich immer exakt dieselbe Sitzposition habe. Denn wenn ich halt sitze mit ausgestreckten Armen, dann ändert sich immer ein bisschen meine Sitzhöhe und dann sind die Versuche einfach nicht reproduzierbar. Ne? Aber mit Aerobars ist ja die Höhe immer exakt fest definiert. Dementsprechend sollte das einigermaßen konstant und vergleichbar sein, sofern ich meinen Kopf nicht großartig bewege. Außerdem habe ich noch eine Personenwaage mitgenommen, damit ich immer das Startgewicht vorher protokollieren kann. Sprich, wenn ich jetzt mit Jacke fahre und ohne Jacke, ne, die Jacke, die wiegt halt 211 Gramm und die muss sich ja dann irgendwie ausgleichen und das Startgewicht, also das Systemgewicht, muss immer gleich sein bei jedem Test, damit wir auch wirklich nur die Aerodynamik testen und keine anderen Effekte. Und natürlich kann es sein, dass ich dabei ein bisschen schwitze und Flüssigkeit verliere. Und damit das Systemgewicht konstant bleibt, habe ich mir was zu trinken mitgenommen und muss mich dann quasi vor jedem Versuch nochmal neu wiegen. Ne, und auf die Art und Weise kriegen wir Unterschiede raus von ca. 2 Watt, wobei die Werte nicht wirklich belastbar sind, aber ab 4 Watt Unterschied ist das schon aussagekräftig. Zusammengefasst heißt das, ich brauche die Aerobars für eine konstante Sitzposition, eine Personenwaage, um das Systemgewicht immer wieder zu überprüfen. Mein Garmin muss auf der maximalen Genauigkeit eingestellt sein. Ich brauche einen zusätzlichen Speed-Sensor, Wattpedale und habe ich irgendwas vergessen? Nein, ich habe nichts vergessen. Ich habe nochmal nachgeguckt. Genau, das sind im Grunde genommen die 4 Sachen, die wir brauchen und natürlich ein sehr genaues Testprotokoll, also eine komplett flache Strecke, die gleichmäßig asphaltiert ist, keine wechselnden Untergründe, kein Gegenverkehr, keine Fußgänger, keine anderen Radfahrer, möglichst windstilles Wetter, relativ viele Anforderungen, aber ich habe tatsächlich eine Strecke gefunden, die dafür geeignet ist, man mag es nicht glauben. Und da fahren wir jetzt hin. So. So, natürlich muss ich jetzt ohne Gepäck fahren, das heißt Waage und so weiter bleibt alles hier. Ich habe jetzt mal meinen Rucksack sicher versteckt und ich muss nämlich die Sachen alleine lassen, denn ich fahre jetzt hier meine Runden. Das heißt, ich fahre jetzt jeweils 6 Mal hin und her, 1 Kilometer, immer exakt dieselbe Strecke, hin und her, hin und her. Und dann schauen wir mal, wie sich das Ganze verhält. Zuerst mache ich aber die Kalibrierungsfahrt. Einfach mit dem Grundsetup ein paar Mal hin und her fahren, das Ganze messen, um die Fehleranalyse später ausrechnen zu können. Und das dient dann als Benchmark für alle weiteren Messungen. Also das ganze Setup vorher einmal zu kalibrieren, ist super wichtig. Die Kalibrierungsfahrt würde jetzt wie folgt aussehen. Und zwar sitze ich jetzt hier in den Aerobars, bewege mich nicht, halte meinen Kopf stabil und schiele höchstens mit den Augen nach vorne, ohne den Kopf zu bewegen, okay? Das hier ist jetzt nur ein Video, das ist nicht die echte Kalibrierungsfahrt, deswegen rede ich wieder normal mit euch und bewege dabei die Hand. Wäre aber während des Testens natürlich tabu. Und wenn ich dann in einer komplett stabilen Sitzposition sitze, dann muss ich im Prinzip darauf achten, dass ich ja die Wattvorgabe halte. Und da würde ich euch empfehlen, versuchen, über eine 10-Sekunden-Glättung die 250 Watt oder sowas um den Dreh relativ konstant zu halten, mit möglichst geringen Abweichungen. Ja, und dann startet ihr die Fahrt und dann läuft ein Countdown, also 1000 Meter laufen ab, das seht ihr dann auf dem Fahrradcomputer. Wenn die 1000 Meter vorbei ist, dann könnt ihr 200 Meter ausrollen, macht eine Wende, fährt zurück und an dem Punkt, wo die letzte Messung aufgehört hat, beginnt die neue Messung und ihr fährt wieder 1000 Meter exakt dieselbe Strecke wieder zurück. Und dann müsst ihr am Ende wieder ausrollen, wenden und das Ganze beginnt von vorne. Das heißt, ihr müsst euch am Ende eine Strecke suchen von vielleicht 1,5 Kilometern, die es nur geradeaus geht. Und die 250 Meter oder so am Ende müsst ihr dann immer nochmal ausrollen
und das nutzt ihr dann zum Wenden und zum Beschleunigen. Und gemessen wird dann wirklich nur auf dem 1000 Meter Teilstück, wo es wichtig ist, dass ihr ganz genau die Wattvorgaben hält und auch möglichst stabil fährt bei jeder Fahrt. Ja, denn nur wenn jede Fahrt exakt genauso ist, ist das am Ende auch wirklich aussagekräftig. So, die erste Testfahrt wurde gemacht, und zwar mit der Jacke hier. Und da wurde ein CDA ermittelt von ungefähr 46. So, jetzt mache ich das Ganze nochmal ohne Jacke, um zu gucken, was die Jacke eigentlich ausmacht. Und die Jacke, die wiegt 211 Gramm. Dementsprechend muss ich hier Wasser rausschütteln aus der Trinkflasche. Da habe ich genau 211 Gramm Wasser eingefüllt zu Hause. Und das gleiche ich jetzt aus, das Gewicht, damit mein Systemgewicht am Ende gleich ist. Aber ich wiege mich nochmal vorsichtshalber, weil vielleicht war ich ja leicht am Schwitzen, habe ein bisschen Flüssigkeit ausgeatmet. Und das muss ich notfalls noch mit einem Schluck Wasser kompensieren, damit das Systemgewicht auch identisch ist. Also rein theoretisch ist das jetzt eine komplett flache Strecke. Und theoretisch spielt das Systemgewicht da keine besondere Rolle, wenn es komplett flach ist. Sollte es aber winzig kleine Unebenheiten geben, wie Bodenwellen oder sonstiges, was ich hier jetzt ehrlicherweise nicht gesehen habe, aber in der Theorie wäre das dann so, dass der Fahrradcomputer das dann ermitteln kann. Und zwar relativ genau, das wissen viele nicht. Und zwar ist es nicht so, wie er Höhenmeter ermittelt. Also das läuft jetzt nicht über GPS und Luftdruck, sondern da drin sind einfach Beschleunigungssensoren. Und das kennen die meisten Gravelbiker oder Rennradfahrer gar nicht. Aber wenn man das Garmin in den Mountainbike-Modus stellt, dann kann man sich Grid, Flow und sowas anzeigen lassen. Und wenn man irgendwie einen Bunny-Hop macht, zeigt er einem auch an, wie viele Meter man durch die Luft geflogen ist. Ja, weil da Beschleunigungssensoren drin sind. Und die nutzt er auch, um eben solche Bodenwellen ausfindig zu machen. Und da spielt das Gewicht theoretisch eine Rolle. Ist jetzt nicht super relevant für diesen Versuch, aber nichtsdestotrotz, je mehr Daten wir haben, desto genauer wird es am Ende. Und dann kann man einfach den Fehler ein klein wenig kleiner halten in der Berechnung. Deswegen mache ich es jetzt einfach mal korrekt, auch wenn es dann in der Berechnung wahrscheinlich keinen Unterschied macht. Aber wir wiegen das jetzt alles mal und dokumentieren alles ganz genau. Allerdings haben wir heute eine Abweichung von 2,4% Fehler in der CDA. Jetzt könnte man sagen, naja, 2,4% Fehler ist nicht so super dramatisch, weil das heißt ja immer noch, dass es zu 97,6% genau ist, was eigentlich erstaunlich genau ist. Nichtsdestotrotz, eigentlich funktioniert der Test ein bisschen genauer. So, was sind die Gründe für die Fehler heute? Das heißt, zum einen, der Wind ist nicht ganz konstant. Das hat das Garmin auch festgestellt, weil der zieht sich natürlich die Wetterdaten aus dem Internet und laut Prognose sollte es konstant sein. Zwischendurch kam halt mal ein bisschen Wind, aber jetzt nichts Dramatisches, vielleicht 4-5 km/h Wind. Aber das verfälscht natürlich minimal, aber auch nur minimal. Warum? Weil wir dieselbe Strecke hin- und zurückfahren mehrmals. Das heißt, wenn ich auf dem Hinweg Rückenwind habe, dann habe ich natürlich auf dem Weg zurück Frontwind und das gleicht sich mathematisch alles ein bisschen aus. Zum anderen habe ich eine Strecke gewählt, die eher Seitenwind hat. Das heißt, ich hatte keinen Rückenwind, sondern mal kam der Wind von links, mal von rechts. Das ist jetzt nicht so super dramatisch. Und die Software findet den Fehler zudem auch relativ schnell, weil die sich natürlich immer die Echtzeitdaten anguckt von Watt- und Speed-Sensor und aufgrund dessen halt eine Parameterschätzung macht und über die Fehlerquadrate den Fehler minimiert. Also das ist wesentlich genauer, als man das jetzt in einer Excel-Tabelle auswerten würde. Also das ist mehr als nur der Durchschnitt von Hin- und Rückweg. Andere Fehler waren, es ist halt spät nachmittags und ab und zu kommen hier Leute vorbei. Mir ist ein Jogger entgegengekommen. Ja, der verursacht natürlich Luftverwirbelung und dann kann ich den Test auch mehr oder weniger vergessen. Das heißt, man muss sich wirklich eine Strecke suchen ohne Leute, die halt komplett leer ist. Aber ja, den Umständen geschuldet finde ich die 2,4% Abweichung doch recht gut, weil ja, es ist halt zu 97,6% genau. Von daher
kann man das ja schon mal gebrauchen. Wie genau sind aber meine Messdaten? Ja, das ist die eigentliche Frage, denn darauf basiert letztendlich die gesamte Auswertung. Und das Gute ist, die AeroTune-App, also die Aero-App, die man im Garmin Connect Store findet von aFaster.U, das ist der Anbieter, die erkennt die Streuung der Daten relativ zuverlässig automatisch und berechnet das in den Gesamtfehler ein. Also wenn man halt sieht, dass das ein Fehler ist von 2,4%, dann stimmt das in der Regel auch die Berechnung, weil der einfach die Streuung schon mit berücksichtigt. Aber es gibt ja auch noch andere Parameter. Also wenn wir uns mal die Wattpedale angucken, da erkennt er die Streuung, ja, und da stand ich auch mit Favero im Austausch, weil die geben auf ihrer Webseite eine Genauigkeit von plus minus 1% an. Aber der Wert sagt mir jetzt nichts, weil die Frage ist, welcher Fehler ist das? Ist das ein systematischer Fehler oder der Fehler in der Streuung? Und wenn man sich das Ganze mal anguckt, dann ja, liegt die Streuung bei 0,1 bis 0,3%. Also die Streuung ist relativ gering und der systematische Fehler liegt so ja, zwischen 0,4 vielleicht bis 0,7%. Und in der Gesamtsumme sagen die halt ja plus minus 1% Genauigkeit. Aber der systematische Fehler interessiert uns ja eigentlich nicht, weil systematisch bedeutet, dass der Fehler immer exakt gleich ist. Das bedeutet, dass egal wie schnell ich fahre, der zeigt mir zum Beispiel immer 1 oder 2 Watt zu viel an und das wäre ein systematischer Fehler. Und der hat in dem Sinne eigentlich so gut wie keine Auswirkung, weil wenn ich 2 Sachen miteinander vergleiche, ja, dann zeigt er mir halt bei beiden Sachen irgendwie ein Watt zu viel an und dann ist es ja trotzdem vergleichbar, weil der Fehler ja quasi immer gleich ist, ne? Also der zeigt dann immer 1 Watt zu viel an oder 1 Watt zu wenig. Das Interessante ist eigentlich die Streuung, weil das ist das, was es halt problematisch macht. Und die liegt halt bei ja, 0,1 bis 0,3% Streuung. Das ist also schon sehr genau. Wenn man aber eine gewisse Zeit unterwegs ist, ja, dann hat man halt ein paar Werte, die da drunter liegen, ein paar Werte, die über dem echten Messwert liegen und im Mittel gleicht sich das Ganze dann aus und dann ist man sogar noch näher dran als an den 0,2% Abweichung. Also die Wattpedale sind schon sehr, sehr genau. Und die sind tatsächlich mitunter die genauesten Wattpedale auf dem gesamten Markt. Also das ist so die Benchmark aktuell. Interessanterweise viel genauer als die Garmin-Pedale oder manch ein integrierter Wattmesser, der direkt an der Kurbel misst. Also die sind schon wesentlich genauer. Und wie genau ist die Waage, die ich dabei habe? Ja, das ist vielleicht das ungenaueste hier. Die zeigt ja bis zu 50 Gramm Unterschied an. Realistischerweise ist die aber vielleicht auf plus minus 100 Gramm genau. Also ich habe das jetzt zumindest zu Hause mal ausprobiert mit Hantelscheiben, die auch die das richtige Gewicht haben. Mal geguckt, was da angezeigt wird. Und ja, das passt schon grob, das kommt hin. Man muss aber auch dazu sagen, dass das bei der Strecke jetzt gar nicht so relevant ist, weil wir haben hier ja gar keine Höhenmeter. Und wenn das eine komplett flache Strecke ist, wäre das sogar egal in der Theorie. Aber ja, wenn wir jetzt eine minimale Bodenwelle haben von 10 cm, wird das theoretisch mit einberechnet über die Beschleunigungssensoren des Garmins. Aber ich glaube, Höhenmeter und Steigung kann man hier echt komplett vernachlässigen. Auf Komoot hatte die Strecke sogar exakt 0 Höhenmeter, aber selbst wenn es am Ende einer ist, ja, ob da jetzt 100 Gramm mehr am Fahrrad sind oder nicht, dürfte nicht die Rolle spielen. Zumal die Strecke ja immer gleich ist, wir fahren ja immer dieselbe Strecke hin und her und dann wäre der Fehler ja im Endeffekt bei jedem Testvorgang ähnlich. Ne? Und über die Parameterschätzung in der Software wird das ja auch wieder glatt gebügelt. Ich habe ja noch einen Speed-Sensor und da ist es wichtig, dass man den Reifenumfang korrekt einstellt. So, der Reifen ist jetzt 36 mm dick und der hat einen Umfang von 2180 mm. Aber Achtung, man muss den Reifenumfang natürlich auch unter Belastung messen, weil wenn man da natürlich 70 Kilo draufpackt, dann ja, deformiert er sich etwas und unter Belastung gemessen komme ich auf 2162 mm mit 3 Bar Luftdruck. Das ist relativ wichtig zu ermitteln, aber das ist jetzt nicht so dramatisch, wenn es mal 5 mm abweicht, weil auch hier wäre das wieder ein systematischer Fehler. Das heißt, der Fehler ist ja bei jeder Messung konstant gleich und damit ist die Vergleichbarkeit zwischen den Setups ja immer noch gegeben, ne?
Wie genau wertet die Aerotune-App die Daten jetzt also aus? Und das Ganze ist ein relativ komplexer Algorithmus, der ja wesentlich aufwendiger in der Berechnung ist, als das, was man zu Hause selbst in einer Excel-Tabelle machen könnte. Und im Endeffekt versucht er über eine Parameterschätzung die physikalischen Daten zu erklären, die er gemessen hat. Es wird also wirklich jede Sekunde deiner Testfahrt einzeln ausgewertet und über eine Parameterschätzung der Fehlerquadratsumme ermittelt. Das heißt, da fließen eine Menge Daten ein und wenn es jetzt eine zeitliche Verzögerung gäbe zwischen GPS-Signal und der Wattleistung, dann wäre das Ganze auch wieder ungenauer. Deswegen braucht man unbedingt einen Speed-Sensor, damit die Geschwindigkeits- und die Leistungsdaten exakt zeitlich zusammenpassen. Und dabei versucht die Software den Luftwiderstandsbeiwert, also den CDA und den Rollwiderstand bzw. die Gesamtwiderstände getrennt voneinander zu ermitteln. Und wie funktioniert das Ganze in der Analyse? Ganz einfach, denn der Rollwiderstand, der bleibt einigermaßen konstant, während sich der Luftwiderstand quadratisch mit der Geschwindigkeit ändert. Und über die Änderungen der Geschwindigkeit, die sich teilweise nur minimal unterscheiden, je nachdem, ob man gerade ein paar Watt mehr tritt oder nicht, kann man das Ganze über eine Parameterschätzung sauber voneinander trennen. Im Grunde genommen funktioniert das Ganze über ein physikalisches ODE-Modell, wobei vorausgesetzt wird, dass der Streckenkurs immer exakt derselbe ist. Also wir müssen immer hin und her fahren und das Ganze 6-mal, immer exakt dieselbe Strecke. Und auf die Art und Weise gleichen sich kleine Fehler wie durch Wind oder leichte Unebenheiten auch schon automatisch aus, wobei die Software das zusätzlich noch etwas genauer rausrechnen kann. Wie der Algorithmus von Faster.U in der Aerotune-App genau aussieht, ist natürlich deren Firmengeheimnis. Wir können uns das aber mal ganz vereinfacht angucken, damit ihr so ein Gefühl dafür bekommt, wie man das Ganze auseinander dividieren kann. Und zwar schauen wir uns hier einmal an, wie der Luftwiderstand berechnet wird. Und separat davon muss natürlich auch noch der Rollwiderstand berechnet werden. Sollte es geringfügige Steigungen geben, wird natürlich der P-Slope ebenfalls berücksichtigt. Und am Ende muss man sich die gesamte Leistungsbilanz einmal angucken und kann dann einfach Luftwiderstand und Rollwiderstand voneinander trennen. Und natürlich ist es jetzt nicht damit getan, das so auseinander zu dividieren. Wir müssen natürlich durch eine Outlier-Detektion auch noch die Parameterschätzung stabilisieren, indem wir im Grunde genommen mehrere Replikatmessungen pro Setup vornehmen. Sprich, mindestens 3 Versuche pro Setup sind notwendig, um einfach eine größere Genauigkeit zu bekommen. Und mit den Mittelwerten, falls wir Ausreißer feststellen sollten, nehmen wir die raus. Ansonsten arbeiten wir mit den Mittelwerten und können auf die Art und Weise relativ genau die Aerodaten ermitteln. So, jetzt bin ich wieder zu Hause angekommen und habe auch die Testergebnisse schon mal grob ausgewertet. Ich muss aber sagen, dass so ein Aerotest durchaus anstrengend ist, weil ich schon relativ lange sehr nah an der FTP gefahren bin, mit den ganzen Wänden und wieder beschleunigen und so. Es ist schon ein bisschen anstrengend und ist definitiv mit Arbeit verbunden, aber wir gucken uns jetzt die ganzen Ergebnisse einmal an. Wenn wir uns jetzt mal in der App die Ergebnisse angucken, dann sehen wir hier auch unsere beiden Testläufe. Und was ist der Unterschied? Also wir sehen zunächst einmal, dass sich der CDA unterscheidet. Das ist der Luftwiderstandsbeiwert. Der wurde unterschiedlich ermittelt und das ist hier auch das eigentlich Interessante. Wir sehen hier auch die Fehlerberechnung, also wir haben beim ersten Versuchslauf einen Fehler von plus minus 2,4% und das andere Mal haben wir plus minus 2,3% ermittelt. Also das ist relativ genau, ne? Das geht natürlich noch etwas genauer, wenn die Umstände besser sind. Und der Rollwiderstandsbeiwert, also der CRR, der ist in beiden Fällen komplett identisch, der wurde mit 1,6 bestimmt. Und dass sich der nicht unterscheidet, ist eigentlich auch kein Wunder, weil wir haben ja nichts geändert. Also die Reifen, Luftdruck und so weiter, das ist ja alles komplett gleich geblieben. Ich habe das eine Mal einfach nur die Jacke angezogen und das andere Mal bin ich eben nur mit dem Trikot gefahren. Dementsprechend dürfte sich am Rollwiderstand auch nichts ändern und wir sehen hier, dass der Rollwiderstand auch identisch ist, ne? Aber der Luftwiderstand ist anders. Und dann gucken wir uns das hier nochmal an, wie das genau aussieht. Und hier gucken wir uns nochmal die ganzen Daten genau an. Das ist jetzt das Setup für das Trikot, da oben steht's. Und genau, wir sehen hier auch das Systemgewicht, das ist das, was ich vor Ort gewogen habe, das habe ich hier nochmal eingetragen. Der Rollwiderstandsbeiwert, der wurde jetzt automatisch ermittelt, ebenso wie der Drivetrain Loss.
wobei sich der jetzt auch, ja, in beiden Fällen ist der identisch. Und diese 2,2% Drivetrain-Loss ist im Endeffekt das, was im Antriebsstrang verloren geht, ne, durchs Wachs oder wie auch immer. Dann sehen wir hier den Temperaturgradienten und den Umfang vom Reifen. Das habe ich hier ebenfalls eingetragen und denselben Wert habe ich natürlich auch im Garmin eingetragen. Dementsprechend sind die Werte identisch. Das ist einfach nur, damit die App jetzt weiß, wie sie die Sensordaten zu interpretieren hat. Und wenn wir das Ganze jetzt mal simulieren, also wir können jetzt davon ausgehen, alles klar, was ist, wenn wir die Strecke vom Ironman fahren, also die 180 Kilometer, bei der Temperatur, irgendwie mit 3 km/h Wind, ne, und der Wind kommt irgendwie von Norden, dann kommen wir auf eine Zeit von, 6 Stunden und 1 Minute, die wir jetzt für diese 180 Kilometer bräuchten. Und hier sehen wir jetzt im Prinzip auch die ganzen Messdaten, ne? Und was ist jetzt beispielsweise die Kraft, die wir aufbringen müssten, um 35 km/h zu überwinden? Das sind jetzt hier 266 Watt. Das heißt, so stark müssten wir treten, um eben auf 35 km/h zu kommen, ne? Das ist das Interessante und hier der CDA, der ermittelt worden ist. Genau, hier sehen wir jetzt im Prinzip einfach ein paar Daten. Nun, wie sieht das Ganze aus, wenn wir die Jacke anziehen? Und klar, Systemgewicht und so weiter, Rollwiderstand, Drivetrain Loss, das ist alles gleich geblieben. Und wir sehen hier die Zeit, die wir bräuchten für die Strecke vom Ironman 2024 in Frankfurt, sind mit der Jacke 3 Minuten mehr. Das heißt, die Jacke würde uns 3 Minuten an Zeit kosten. Und wenn wir uns jetzt hier die Werte nochmal angucken, dann sehen wir, für die 35 km/h müssten wir mit der Jacke 274 Watt treten. Das heißt, die Jacke ist 8 Watt langsamer bei 35 km/h. Wenn wir jetzt aber 40 km/h treten würden, dann ist die Jacke sogar 18 Watt langsamer bei 45 km/h. So, bei 45 km/h kostet uns die Jacke 18 Watt und bei 35 km/h kostet die uns 8 Watt. Das heißt, auf die Strecke vom Ironman in Frankfurt gerechnet, also nur auf den Fahrradanteil, die 180 Kilometer, kostet uns die Jacke ganze 3 Minuten an Zeit. Und das ist einfach der Unterschied, ne? Das ist etwas, das merkt man beim Radfahren tatsächlich, aber es ist jetzt nicht so, dass es super schwer auf den Beinen wiegt, ne? Aber 8 Watt Unterschied, das ist definitiv etwas, was man schon so langsam anfängt zu merken. Ich hoffe, ich konnte damit die Frage von Alex beantworten, denn er hat mich gefragt, was ich denn empfehlen würde. Lieber so eine Hardshelljacke hier als Windschutz oder doch lieber so ein Langarmtrikot mit einer Windstopper-Funktion. Und da muss ich ganz klar sagen, in dem Fall würde ich zum Langarmtrikot greifen, denn 8 Watt sind definitiv ein Unterschied, den man merkt. Wenn es regnet, sieht das Ganze anders aus, aber als reiner Windschutz ist das Langarmtrikot die schlauere und schnellere Variante. Aber wie viel schneller macht dich eigentlich so eine Einlage hier auf dem Fahrrad und kann die dich eigentlich schneller machen? Ich meine, klar, dass die Knieschmerzen beheben kann, weil die Bike-Fitting-Effekte korrigiert, das wissen wir eigentlich alle, aber macht sie einen auch schneller und hat man damit wirklich eine effizientere Kraftübertragung? Das ist eine Frage, die mich sehr verwundert hat, aber ich habe das Ganze mal untersucht und die Ergebnisse findet ihr hier in diesem Video. War überraschend.